Auf unserer Panamerikaner-Reise sind wir so weit gekommen, wie es möglich war. Denn weiter in den Süden können wir nicht fahren. Wir verschiffen ja nicht nach Kolumbien. Wir haben uns dafür was anderes entschieden. Bevor wir unseren Van für die Verschiffung fertig machen, wollen wir noch ein wenig von Panama sehen. Dass hier die Gegensätze aber so groß sind, hatten wir nicht erwartet. Und da sieht man, wie nah arm und reich hier beieinander sind. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir befinden uns im letzten Land unserer Reise durch Nord- und Zentralamerika. Es ist ein bisschen ein seltsames Gefühl, aber auf der anderen Seite, ja, wir sind jetzt 2 Tage von Costa Rica hierher gefahren und wir konnten es irgendwie auch gar nicht mehr erwarten, hier anzukommen. Denn ja, von hier aus findet unsere Verschiffung statt. Wir sind ein bisschen aufgeregt, aber ich würde auch sagen, zur Verschiffung gibt es ein separates Video, denn wir wollen, wenn wir schon hier sind, doch ein bisschen was von Panama sehen. Wir sind kurz vor Panama City, genauer gesagt hier am Fluss oder am Kanal, eigentlich am Panama-Kanal. Also ist total schräg, aber wir sehen hier auch immer vor unserem Van immer wieder Schiffe vorbeiziehen und ist schon ganz schön spannend. Vielleicht schaffen wir es nachher auch, uns das Ganze hier ein bisschen aus der Nähe anzusehen mit diesen Containerschiffen. Ja, jetzt machen wir uns erstmal fertig und sehen weiter. Schon heftig, dass wir ab diesem Punkt hier eigentlich gar nicht mehr weiter südlich fahren können, denn zwischen Panama und Kolumbien ist der Darien Gap und der ist einfach nicht befahrbar. Ja, wir sind seit über 2 Jahren unterwegs, was ich richtig geil finde, denn in dieser Zeit haben wir so viele Sachen erlebt und wir sind über 60.000 Kilometer gefahren. Die ganze Panamericana an sich hat, wenn man da einfach mal durchfahren würde, 30.000 Kilometer. Wir haben jetzt schon doppelt so viel gemacht. Aber ja, ich würde sagen, jeder einzelne Kilometer war es auf jeden Fall wert. Bei jeder Verschiffung sollte man keine frischen Nahrungsmittel im Van haben. Ja, bei uns wird der Van etwa einen Monat auf dem Schiff sein, denn wir verschiffen nicht nach Kolumbien. Ja, aber umso besser, dass jetzt auch Granola gerade fertig geworden ist. Die paar Tage bis zur Verschiffung schaffe ich auch so. Wir stehen hier übrigens in einer Art Park. Also am Wochenende ist hier richtig viel los. Die Leute kommen her zum Picknicken. Es ist so ein bisschen grün. Und unter der Woche ist es schön ruhig, man sieht die Containerschiffe vorbeifahren. Das ist schon irgendwie, es hat auch fast was Meditatives. Und es sind auch andere Overländer hier, denn es ist wohl, ja, ich glaube, es ist schon gut gelegen, denn es sind 15 Minuten ins Stadtzentrum, etwa 20 Minuten zu unserem Verschiffer. Aber trotzdem recht angenehm. Ja, und es ist auch nicht weit zu unserem heutigen Ziel, darum esse ich jetzt fertig und dann fahren wir nachher gleich los. Das Fahren hier in Panama ist auch noch mal ein bisschen anders als in Costa Rica. Also die Autofahrer hier sind definitiv nicht mehr so rücksichtsvoll. Man muss schon sagen, fast ein bisschen aggressiv, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also vor allem, je näher wir zu Panama City gekommen sind, ja, wurde es immer schlimmer und schlimmer. Ja, und also die überholen auch von allen Seiten. Aber ich muss auch sagen, die Verkehrsführung ist sehr dynamisch, wie kann man das sagen? Also die Ausfahrten sind immer super knapp. Man muss manchmal 2, 3 Spuren auf einmal wechseln, innerhalb weniger Meter, um die richtige Ausfahrt zu erwischen. Und ja, es ist schon stressig und ich bin froh, dass ich nicht fahren muss. Also in Städten ist auf jeden Fall Roberto der bessere Fahrer.
Wir sind an unserem Ziel angekommen und zwar sind wir hier direkt am Panama-Kanal. Genauer gesagt an einer der Schleusen, die Miraflores-Schleuse. Der Panama-Kanal wurde ja geschaffen, um den Atlantik mit dem Pazifik in Mittelamerika zu verbinden. Da gab es keine Verbindung und man musste den ganzen amerikanischen Kontinent umschiffen. Ja, jetzt gibt es hier diesen Kanal und es gehen einige richtig große Containerschiffe jeden Tag hier durch. Es ist eine richtig wichtige Stelle für den internationalen Handel. Ja, ich finde es mega spannend, sowas zu sehen. Ja, ich hoffe, wir sehen da jetzt gleich richtig viel davon. Also ich gebe zu, mit ein Grund, wieso wir das hier machen, ist, weil hier ein Teil klimatisiert ist. Es ist, ich glaube, wir haben heute früh, haben wir es gesagt, es ist wirklich wie eine Dampfsauna, wo wir uns befinden. Wir haben mittlerweile nur noch 80% Luftfeuchtigkeit bei 32 Grad. Es fühlt sich so an, als würde es jeden Moment auch regnen. Das macht es noch schlimmer. Aber also es regnet, seit wir hier sind, jeden Tag einmal. Ja, mindestens, wenn nicht mehrfach. Aber das macht es nur noch schlimmer, weil wenn die Sonne dann wieder scheint, dann verdampft es richtig um einen herum. Also es ist so ein Heizkessel, wo wir sind. Dieses Schiff hinter mir ist vor etwa 8 oder 9 Stunden auf der anderen Seite des Kanals losgestartet. Es dauert in der Regel 8 bis 10 Stunden zwischen der Karibik und dem Pazifik, diesen Weg hinter sich zu bringen. Der Weg ist aber nicht einfach nur ein Kanal, wo man durchfährt, sondern man kommt über einige Schleusen von einem Ozean in den Gatun-See und dann über einige Schleusen wieder runter zum nächsten Ozean. Und dazwischen liegen 27 Meter Höhe. Also Sie müssen erst hoch zum See und dann wieder runter zum nächsten Ozean. Hier sieht man halt die Miraflores-Schleuse und wie die Boote eben so in diese Schleusen reinfahren. Ich weiß gar nicht, was das hier transportiert, aber ja, ist schon spannend, das so zu sehen. Um den Panama-Kanal befahren zu dürfen, müssen die Reedereien natürlich auch was bezahlen. Also es wird hier nicht gratis zur Verfügung gestellt. Die Schiffe, die wir hier jetzt gesehen haben, die bezahlen im Schnitt etwa $120.000. Was schon ziemlich viel Geld ist, aber immer noch viel günstiger, als wenn die unten durch über Südamerika fahren müssten. Und auch die Zeitersparnis ist ja unglaublich. Die größeren Schiffe, die ja auf der anderen Seite sind, die bezahlen mindestens $300.000, aber die transportieren über 10.000 Container. Also ja, wenn man sich so diese Zahlen anhört, ist schon ziemlich heftig. Und der eine Mitarbeiter, der hier arbeitet, meinte im Scherz quasi, ja, die können mit den Preisen hier so weit nach oben gehen, dass die Reedereien trotzdem gewillt sind, das zu bezahlen, weil es halt wirklich Zeit und Geld einspart. Und ja, ich glaube, die Schmerzgrenze ist noch nicht erreicht. Damit die Schiffe in diesen engen Schleusen nicht immer ankommen, werden sie geleitet von Zügen, die elektrisch betrieben werden, und die Elektrizität dafür gewinnen sie aus dem Wasserkraftwerk, das hier unweit ist. Die können bis zu 35 Tonnen ziehen, so ein Zug, und ein Schiff wird meistens von 4 oder 6 solcher Züge geleitet. 4 vorne, 2 hinten, manchmal eben mehr oder weniger. Also diese kleinen Dinger, die wirken so klein im Vergleich zu den Schiffen, aber die haben so eine Kraft. Das ist Wahnsinn. Die ursprüngliche Idee war eigentlich, einen Kanal zu graben, um diese 80 Kilometer Land zu überbrücken. Dabei kamen aber über 20.000 Menschen um, unter anderem auch wegen Malaria und Gelbfieber, denn das war hier dichter Dschungel. Also wurde das irgendwann verworfen und Jahre später kam dann die Idee, dass man einen Fluss, der hier natürlich vorkommt, stauen könnte. Da haben sie Staudämme dann tatsächlich auch gebaut,
dadurch den Gatun-See geschaffen und ja, dazu die Schleusen gebaut, damit man eben diese Höhenunterschiede überbrückt. Und das ist jetzt der Panama-Kanal, so wie wir ihn heute kennen. Einfach, dass er nochmal zusätzlich auch erweitert wurde, denn die Schiffe werden immer größer, also müssen auch die Kanäle dementsprechend angepasst werden, um diese Kapazitäten auch zu geben. Was ich auch interessant fand, auch hier sind sie vom Klima abhängig. Der Gatun-See wird nämlich von Regen gespiesen hauptsächlich. Und letztes Jahr war hier besonders trocken, allgemein in Zentralamerika. Also hatte der Gatun-See einen tiefen Wasserspiegel und dementsprechend konnte nicht so viel Wasser für die Schleuse verwendet werden und weniger Schiffe konnten hier durchfahren. Also ja, hätte ich auch nicht gedacht. Hat alles eine Auswirkung, oder? Ja. Ja. Und wenn ihr fragt, wir haben einen Eintritt bezahlt, das war auch nicht gratis. Wir haben 17 Dollar pro Person bezahlt. Ja. Und Sehr viel gesehen, würde ich sagen. sehr viel gesehen, ja, würde ich auch sagen. Und wir haben noch einen Kinofilm gesehen. Also, Ah ja, der war mit ja auch Morgan noch mit. Freemans Stimme. Genau. Also, Hat sich auch gelohnt, auf jeden Fall. ja. Ja, aber wir laufen jetzt zum Van zurück und fahren zum Schlafplatz und dann schauen wir weiter, oder? Ja, ich würde sagen. Die vielen Schiffe schlauchen einen der doch. Heute wollen wir uns Panama City, die Stadt selbst, ansehen. Hinter mir sieht man schon die Wolkenkratzer. Das ist aber das moderne Zentrum mit den ganz vielen Banken, Finanzinstituten, der Industrie. Wir wollen uns aber das historische Viertel ansehen. Das ist in diese Richtung. Und das soll ja auch sehr schön sein. Wir sind gespannt. Wir sind ja schon seit ein paar Tagen in Panama City, aber bis jetzt waren wir immer wegen der Verschiffung unterwegs, denn ja, das ist nicht in ein paar Stunden geregelt. Und überall, wo wir bis jetzt waren, ist es chaotisch, laut. Von links und rechts kommen die Menschen und Autos und es ist immer ein drunter und drüber. Und im Vergleich dazu ist es hier so richtig idyllisch, so ruhig. Also gerade auch der Herr hinter mir, der Gitarre spielt und singt, das strahlt so einen Frieden aus hier. Klar, es sind hier auch mehr Touristen, aber das hat auch seine Berechtigung, denn die Häuser sind hier so schön hergerichtet, es sind diese alten Häuser also im kolonialen Stil. Es ist wirklich sehr schön, also ich bin überrascht. Das war eine spannende Begegnung mit der Dame. Das Kleid, was sie anhatte, war ein traditionelles Kleid, was ein bisschen komisch war für uns, denn seit wir in Panama sind, haben wir überhaupt niemanden gesehen, der irgendwie traditionell gekleidet war. Das letzte Mal war es in Guatemala und ja, schön, dass die hier auch so eine gewisse Tradition haben. Und sie meinte auch, ja, jedes Dorf hat seine eigene Kleidung und ja, leider werden wir das alles nicht sehen, aber trotzdem interessant, das hier jetzt so gesehen zu haben. Wenn man sich in Panama City so ein bisschen bewegt, merkt man schon, dass ganz schön viel Geld auch hier ist. Zum einen natürlich wegen des Panama-Kanals und der immensen Menge an Waren, die da umgeschlagen werden und der ganzen Industrie dahinter. Aber Panama ist ja auch bekannt dafür, dass der Steuersatz sehr günstig ist, sage ich mal. Darum auch die vielen Finanzinstitute und sehr viele Unternehmen haben eben hier einen Sitz oder mindestens eine Filiale. Ja, und darum kommen auch die großen Wolkenkratzer her. Man sieht das auch Die so Gegensätze auch. Ja, es sind so krasse Gegensätze. Und man sieht es im Zentrum mit den Wolkenkratzern, hier, wo alles so wunderschön hergerichtet ist. Aber dann gibt es eben ja auch die andere Seite.
die Jessie ist langsam hungrig geworden, weshalb wir uns sehr schnell einen Kaffee suchen mussten. Denn wenn sie hungrig ist, das wollt ihr nicht erleben. Ich habe schon erlebt, aber das ist gar nicht lustig. Also ich würde sagen, so schlimm ist es gar nicht. Und vor allem sind wir eigentlich hier, weil aus Panama kommt der Geisha-Kaffee, der weltberühmte Geisha-Kaffee. Den haben wir zwar in Antigua schon mit Martin probiert. War ziemlich speziell, den haben wir uns jetzt nicht bestellt, aber trotzdem, einen Kaffee müssen wir hier trinken. Es kostet $7 jetzt, dieser Kuchen und ein Cappuccino. Also ja, schon ziemlich bitter die Preise hier, aber ab und zu muss man sich ja was gönnen. Ja, und auch ein bisschen abkühlen, oder? Genau, oh, die Klimaanlage, das tut so gut. Boah, da drin wurde es langsam richtig kalt, also die Klimaanlage läuft auf volle Kanne überall. Und dann erschlägt es einen umso mehr, wenn man rauskommt. Ja. Naja. Naja. Dass hier manche Menschen sehr viel Geld haben, ist ziemlich offensichtlich in Panama. Aber auch die andere Seite muss man wirklich nicht lange suchen. Sogar im Stadtzentrum sieht man neben sehr schön hergerichteten Häusern mit rein weißer Fassade direkt Häuser, die halb auseinanderfallen, der Verputz abfällt und es leben teilweise trotzdem Menschen drin, in einfachsten Verhältnissen. Und da sieht man, wie nah arm und reich hier beieinander sind. Auch wenn man das Stadtzentrum verlässt, ist man gleich in einem Viertel, wo offensichtlich das Geld fehlt. Also dieser Unterschied, und weil man das so direkt nebeneinander sieht, das ist so extrem hier. Ich meine, die Lebenskosten sind ja auch nicht günstig hier. Das heißt, mit dem geringen Durchschnittslohn, den die lokalen Panamesen verdienen, kommen sie einfach nicht weit. Ja, und die Reichen merken davon sehr wenig oder sie profitieren sogar davon. Ich hatte mir Panama City komplett anders vorgestellt. Also in meinem Kopf waren diese Hochhäuser, diese Bankenviertel, so diese richtige Metropole, die man aus Bildern kennt. Ja. Und das, was wir heute hier erlebt haben, das ist ja komplett das Gegenteil. Aber ich bin richtig froh, dass wir das so sehen durften. Absolut. Denn es war richtig schön. Ja, oder? mir hat es auch richtig gut gefallen. Aber wir sind trotzdem schon ganz schön geschlaucht. Ja. Mit der Hitze Sightseeing machen ist schon ermüdend. Ja. Wir haben darum auch unseren Uber schon bestellt. Es sind etwa 10 Minuten von hier und kostet $5, glaube ich, waren es. Ungefähr, ja. Ja, und dann sind wir auch schon beim Van und Ja, wir haben noch einiges zu erledigen. Also wir sind immer noch in diesem Verschiffungsprozess. Aber das seht ihr im nächsten Video. ja. Da gibt es so viel zu tun. Mein Gott. Ja. Ja. Ja, drum schauen wir, dass wir heimkommen und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wir sind von unserem ruhigen Plätzchen direkt am Panama-Kanal weitergefahren. Wir befinden uns hier eigentlich mitten in der Stadt in Panama City. Ja, wir sind auch beim Verschiffer, denn in den nächsten Tagen werden wir unser Fahrzeug verschiffen, aber davor müssen noch ganz viele Sachen gemacht werden. Der Platz wird hier zur Verfügung gestellt. Wir haben hier alle möglichen Annehmlichkeiten. Wir haben eine Küche, wo wir draußen kochen können, was wir sehr zu schätzen wissen bei dieser Hitze. Duschen, Toiletten, also es geht uns hier ziemlich gut, würde ich sagen. Aber wie gesagt, wir müssen die nächsten Tage wirklich ranhalten, denn wir haben ziemlich viel zu tun. Und wieso wir verschiffen müssen, Roberto hat ja den Darien Gap schon erwähnt. Und es ist so, wenn man vom Norden nach Süden kommt, gibt es eben zwischen Panama und Kolumbien den Darien Gap, also 100 Kilometer, wo keine Straße ist, nur Dschungel, Regenwald. Und ja, entweder fährt man wieder in den Norden hoch, was wir nicht wollen, und für alles andere muss man das Schiff nehmen.
wir verschiffen ja nicht nach Kolumbien. Wir haben uns dafür was anderes entschieden. Es ist nicht Europa, aber trotzdem wird der Van ziemlich lange auf dem Schiff sein, deswegen müssen wir zusätzliche Vorkehrungen treffen. Wir hoffen, wir schaffen das in dem Zeitplan, den wir haben, dass alles klappt. Es ist ganz schön nervenaufreibend, aber auf jeden Fall hoffen wir, dass ihr einfach auch bei dem Prozess dabei seid, dass ihr unsere Reise weiterhin begleitet und wir euch dabei haben dürfen. Am besten macht ihr das mit einem Abo und dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder. Hasta luego! Hasta luego! Ich wollte das ja unbedingt. Also, schon spannend.